Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Best TV. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Motorradfahren lernen, How to Ride a Motorcycle. Diesmal bei einem ganz wichtigen Thema. Kurven hinterschneiden, mehr Reserven, bessere Aussicht, Kurve besser nutzen. Das alles in diesem Video. Ja, ich habe jetzt versucht, diese Folge richtig anzumoderieren, aber den Titel von dem Video konnte ich nicht richtig wiedergeben. Es ist ein irrsinnig komplexer Titel mit so ganz vielen Informationen drin, aber es geht eigentlich nur um ein Detail. Es geht nur um ein ganz kleines Detail, um eine Herangehensweise, wie man Kurven in speziellen Situationen fährt, ums Thema Kurven hinterschneiden. Trotzdem muss ich sagen, dass das aus meiner Sicht eines der wichtigsten Videos in dieser 20-teiligen Serie ist, weil man mit dieser Herangehensweise, Kurve zu hinterschneiden, so viel gut machen kann, so viel Sicherheit gewinnt, aber auf der anderen Seite ist es jetzt nicht so eine Geschichte, wo der Fahrtechnikprofessor mit dem erhobenen Zeigefinger euch den Fahrspaß raubt. Nein, das ist auch eine Geschichte, wo ihr dann tatsächlich auch den Speed steigern könnt, ohne dass ihr irgendwie das Risiko erhöht. Aus meiner Sicht ein ganz tolles Manöver und ich habe mir jetzt viele Leute da vor die Kamera geholt, die da ihre Herangehensweise zu dem Thema beschreiben. Bleibt dran, schaut sich das Video an. Eine Kurve ist dann hinterschnitten von der Vorlinie aus, wenn ich eine Rechtskurve im linken Drittel, also in der Nähe der Mittellinie, nicht zu nahe bei der Mittellinie, aber in der Nähe der Mittellinie hineinfahre, nicht zu spät mit der Schräglage anfangen und dort, wo genau die Kurve zu Ende ist, wo ich nachher mit dem Motorrad senkrecht bin, weil ich am Ende der Kurve bin, bin ich so nahe wie möglich bei der Randlinie. Das ist das Hinterschneiden. In der Theorie spreche ich es an, definitiv. Mit geschickten Fahrschülern können wir es in der Praxis auch machen. Es ist aber klar, dass das Hinterschneiden von Kurven lang draußen bleiben. Zum Teil fahren ja die Leute bis auf die Gegenfahrbahn, wenn du das am Stilfserjoch anschaust, wenn jetzt gerade kein Gegenverkehr kommt natürlich. Das kann ich bei einer Führerscheinprüfung nicht bringen. Und unsere Kernaufgabe ist, den so weit zu bringen, dass eine Führerscheinprüfung besteht und nachher sicher unterwegs ist. Das heißt, es ist Teil der Ausbildung, dass man darauf hinweist, dass das wohl eine Möglichkeit ist. Aber im Rahmen einer Führerscheinprüfung wird man sich halt primär um die Rechtsverordnung kümmern müssen. Wir haben in Österreich den großen Vorteil mit der mehrphasigen Fahrausbildung. Das heißt, wir haben eine Grundausbildung in der Fahrschule, wir haben eine behördliche Prüfung und dann kommen die Weiterbildungsmodule mit einem Fahrsicherheitstraining und einer Feedbackfahrt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sowas wie das Hinterschneiden von Kurven, das lang draußen bleiben, spät reinziehen, wenn ich das in das Fahrsicherheitstraining integriere, dass er dann ungefähr 3/4 Jahr nach der Führerscheinprüfung macht, wenn er schon ein bisschen selber Erfahrung gesammelt hat, sich mit dem eigenen Fahrzeug schon relativ gut auskennt, ohne dass ich mal runterschauen muss, was ja anfängertypisch ist, dass er sich am liebsten selber zuschauen, dann ist es, glaube ich, von der Aufteilung ganz geschickt. Im Rahmen der Grundausbildung wird das schwierig unterzubringen. Bei Kurvenradien, wo die Sichtweite zwischen 23 bis 30 Meter ist, gewinne ich durch das linke Drittel beim Hinfahren. Wenn ich eng fahre, ist die Sichtweite immer, unser Blick ist eine gerade Linie über die Kanten. Bin ich weiter draußen, ist die Linie etwas tiefer in die Kurve und der Zeitgewinn liegt aufgrund der Sichtweite und der Möglichkeit, so enge Kurven kann man ja mal mit 50, 60 fahren, da ist man unter 50 km/h und wenn ich nur 4 Meter weiter sehe in die Kurve, sehe ich schon mehr wie 2 Zehntelsekunden mehr. Beim sicheren Fahren spricht man also vom Kurven hinterschneiden. Das heißt, man wartet absichtlich lange mit dem Einlenkpunkt und setzt den relativ spät, setzt den Scheitelpunkt spät, damit man weit in die Kurve reinsehen kann und sicher um die Kurve fährt, weil man sich da eben Reserven halten muss. Es ist eben keine Rennstrecke und da könnte jetzt genauso der Autobus um die Kurve entgegenkommen. Also das frühe Reinschneiden in die Kurve zur Mittellinie, wenn man jetzt die Linkskurve hernimmt, da ist das Problem oft noch größer, hängt fast immer mit Angst zusammen. Das heißt, wenn jemand subjektiv gesehen, und hier zählt ja nur das Subjektive,
relativ schnell dran ist, dann versucht er umso früher in die Kurve reinzuschneiden, was dann einen Teufelskreislauf nach sich zieht, weil er dann am Kurvenausgang ein Problem kriegt. Das heißt, wesentlich besser ist es, hier mehr Geschwindigkeit abzubauen vor der Kurve, länger außen zu bleiben und erst in die Kurve reinschneidet, wenn man den ganzen Kurvenausgang überblicken kann. Wenn man es jetzt vielleicht nicht ganz so konkret macht, ich denke, wir werden vorausschauende Sicherheitssysteme auch auf dem Motorrad sehen. Das wird nicht mehr so lange dauern. In welcher Art, in welcher Ausprägung, das ist sicherlich noch in Diskussion. Da gibt es heute, denke ich, sogar schon Möglichkeiten, die gewisse Gefahrenstellen im Voraus anzeigen. Das kennen wir ja vom Pkw. Das wird es im Motorrad geben. Motorradfahren hat eine andere Qualität, wissen wir alle, in jeder Dimension. Motorradfahrer sind auch anders in der Verarbeitung von Informationen. Man muss sich also auch immer sehr genau überlegen, wenn man Informationen hat, wie kriegt man die an den Motorradfahrer ran? Wie macht man da auch einen Sicherheitsvorteil und keine Ablenkung daraus? Wir gucken das sehr kritisch an. Wir wollen den Motorradfahrer sicherlich unterstützen. Wir wollen ihn nicht irritieren. Deswegen benötigt das natürlich seine Zeit, bis wir die Systeme dann auch wirklich Motorrad adäquat integrieren können. Aber ich erwarte mir dort durchaus in den nächsten 5 Jahren spannende zusätzliche Systeme. Das Thema Kurvenhinterschneiden wird in vielen Fahrtechnikbüchern, zum Beispiel obere Hälfte des Motorrads, eigentlich eine Pflichtlektüre, die jeder Motorradfahrer oder jeder versierte Motorradfahrer gelesen haben sollte, oftmals beschrieben und auch aufgezeichnet, sodass man halt sich möglichst weiter an den Mittelstrich randregen lässt, bevor man einlenkt, damit man da einfach später einlenken kann einerseits und andererseits eine gute Übersicht in die Kurven hinein hat. Aber ich muss sagen, das Training beim Varahannes hat mir gezeigt, dass ich dort absolut nicht hingehöre in diese Nähe der Mittellinie, sondern eben mich als Motorradfahrer in meinem Drittel der Fahrbahn befinden sollte, ganz einfach der Sicherheit willen. Aber natürlich ist es schon richtig, dass ich damit schneller und möglicherweise besser um die Kurve komme, aber ich bringe mich eben in Gefahr, weil ich zu nah in die Mitte komme und vielleicht, wenn es eine unübersichtliche Kurve ist, nicht weiß, wo da der nächste LKW ums Eck biegt, der eventuell auch die Kurve schneidet und damit einfach eine Gefahrensituation hervorrufe, die nicht notwendig ist. Aus meiner Sicht eine sichere Variante. Ich habe Reserven, ich weiß, was ich tue, und wenn ich dadurch in einen wunderbaren Rhythmus komme, in einen Flow komme und es fängt an Spaß zu machen und stresst mich nicht und es passieren auch keine permanenten Fehler, ja, dann werde ich, ohne dass ich es merke, sagen wir jetzt nicht schnell, das passt nicht zur Straße, aber flüssig und rund und flott und habe kein Problem. Also ja, ich sehe den Zusammenhang schon. Bin wirklich gespannt, wie Sie das jetzt seht, nach all diesen Meinungen und Stimmen. Kanntet ihr das überhaupt, Kurven hinterschneiden? Praktiziert ihr das selbst so? Dachtet ihr habt das praktiziert? Seid ihr jetzt bei den Aufnahmen draufgekommen, nein, ich habe es doch nicht so lange gemacht in der Vergangenheit? Konnten wir euch da die Augen öffnen? Bin ich wirklich gespannt, wie ihr an das Thema rangeht. Und wenn ihr das so wie ich auch wahnsinnig wichtig findet, dass man das nutzt, dass man die Kurven hinterschneidet, dass man bessere Aussicht hat, mehr Reserven hat. Wenn ihr das wichtig findet, werdet zum Missionar für das Thema. Nehmt das Thema, nehmt das Video, teilt das in eurem sozialen Netzwerk, damit vor allem die unerfahrenen Kolleginnen und Kollegen sich dieses eine Detail so ein bisschen mehr zur Brust nehmen und auch mehr Fahrspaß, mehr Fahrsicherheit genießen können. Danke fürs Mitmachen, danke für Ihre Hilfe. Tschüss und Baba.